Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mechatronics. Ich habe hier mal ein Bauteil für euch mitgebracht von Miltech. Das ist ein Bypass-Modul. Und wofür braucht man das? Dieses Bauteil wird benötigt, wenn ohne Orthopartikelfilter gefahren wird, zum Beispiel durch ein Ersatzrohr und die Software aber nicht angepasst wird, beziehungsweise die Überwachung des Orthopartikelfilters nicht ausprogrammiert wird, weil man zum Beispiel mit Originalsoftware fährt. Um jetzt trotzdem mit Originalsoftware in den Klanggenuss zu kommen, ohne dass man die Software anpassen muss, braucht man dieses Modul, das man verbaut, mit einem Kabelsatz im Motorraum und somit ein Problem aus dem Weg räumt, und zwar folgendes. Fahrt ihr einfach ohne Orthopartikelfilter, ohne die Software zu verändern oder dieses Bauteil zu verbauen, wirft das Motor einen Fehlerspeicher bzw. einen Fehler in den Fehlerspeicher und eure Motorleuchte geht an. Warum? Der Orthopartikelfilter ist ja ein Filter, der Feinstaub filtert. Mit der Zeit wird dieser Filter voll. Wenn der Filter voll ist, wird er zum Beispiel durch Nacheinspritzung etc. wieder freigebrannt. Wie voll der Filter ist, erkennt der Motor mit dem Differenzdrucksensor, der, wie der Name schon verrät, eine Druckdifferenz misst. Er misst den Druck vor und nach dem Orthopartikelfilter. Der Orthopartikelfilter selbst bremst ja die Abgase schon weitgehend ab. Somit haben wir vor dem Orthopartikelfilter einen höheren Abgasdruck als nach dem Orthopartikelfilter. Wenn jetzt der Orthopartikelfilter schon zugesetzt ist, also voller ist, dann lässt er natürlich weniger Abgase in der gleichen Zeit durch, als wenn er komplett leer wäre. Damit steigt vor dem Orthopartikelfilter der Druck an. Hinten bleibt der Druck ja immer ähnlich gleich und vorne steigt er an. Somit weiß das Motorsteuergerät, vor dem Orthopartikelfilter ist der Druck angestiegen, dann muss mein Orthopartikelfilter voll sein. Also der Differenzdrucksensor hat eine höhere Differenz zwischen vorne und hinten jetzt festgestellt und gibt dies ans Motorsteuergerät weiter. Das Motorsteuergerät weiß jetzt genau, was zu tun ist. Und zwar leitet das Motorsteuergerät eine sogenannte Regeneration ein. Es brennt den Partikelfilter frei. Wenn wir jetzt den Orthopartikelfilter ausbauen und nur noch ein Rohr haben oder Schalldämpfer, ist in dem Fall völlig egal, dann misst der Differenzdrucksensor vor und nach dem Partikelfilter, dem nicht vorhandenen in dem Fall, denselben Druck. Also es gibt keine Druckdifferenz mehr. Der Druck vor und nach dem Orthopartikelfilter, dem nicht vorhandenen, ist somit identisch. Nach mehreren Fahrzyklen erkennt das Motorsteuergerät, irgendwie ändert sich daran nichts. Unsere Wirkungsweise ist irgendwie zu gering, der Partikelfilter filtert nicht gescheit und setzt somit einen Fehler in den Fehlerspeicher, dass die Wirkungsweise des Orthopartikelfilters zu gering ist, und bei euch im Kombi-Instrument geht auf einmal die Motorlampe an, weil ja das Abgas beeinflusst ist, und bei Abgas beeinflussenden Fehlern geht immer die Motorlampe an. Um das Problem zu eliminieren, gibt es von Miltech dieses Bypass-Modul, welches die Daten des Differenzdrucksensors abfängt, manipuliert dann an das Motorsteuergerät weitergibt, und somit gaukelt das Modul einen Orthopartikelfilter vor, beziehungsweise erstellt eine Druckdifferenz, die ja nicht vorhanden ist, und das Motorsteuergerät fragt dann ab, Druck ist höher, passt, unser Orthopartikelfilter ist nach wie vor vorhanden. Und da ja das Motorsteuergerät jetzt denkt, dass nichts faul ist an der Sache, wirft es auch keinen Fehler, und wir haben das Problem mit der Motorkontrolllampe komplett eliminiert mit diesem Bauteil und dem Kabelbaum. Ich werde euch das auch unterhalb des Videos wieder verlinken. Der erste Link in der Beschreibung führt euch zu dem Bypass-Modul, und vielleicht habt ihr das ja schon verbaut, dann ab in die Kommentare damit, eure Erfahrungen damit, und ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auch schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonniert den Kanal, wenn euch solche Videos interessieren, und dann bis zum nächsten Mal.